Joachim Lambi von Let's Dance, Europas größter Tanzshow. Er bringt sein Tanzspektakel exklusiv für Strauß und die Menschen nach Bad Orb. Unter dem Titel Alea tanzt. Es ist vollkommen egal, ob wir in einer großen Stadt wie Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg oder München sind. Jetzt sind wir in Bad Orb. Ja, das Besondere an Strauß ist, dass sie es geschafft haben, obwohl sie vom Dorf kommen, hier einen Weltkonzern, mittlerweile sind sie auch in den USA tätig, aufzubauen, Größen nach Bad Orb zu holen, die Bad Orb nie vorher gesehen hat. Und da auch den Menschen, die hier leben, zu zeigen, wo man hinkommen kann, auch wenn man eben hier regional verwurzelt ist und Unternehmen aufbaut, ganz viele Arbeitsplätze hier der Region zur Verfügung stellt und so stark auf die Region setzt. Ist es ein großes Geschenk für die Stadt und alle, die hier wohnen. Macht einfach einen Wohlfühlfaktor hier in die Stadt. Es bringt mehr Aktionen, mehr Veranstaltungen, mehr Leben in diesen Ort. Und das hat Bad Orb auch einfach verdient, dass es hier so ist. Ja, also ich denke, das muss man immer von zwei Seiten sehen. Klar ist erstmal sehr viel, was er macht. Und vielleicht auch manchmal denkt man, passt das alles? Ich glaube, dass es in vielen Regionen viele Leute gibt mit sicherlich viel Vermögen. Und dass aber jemand bereit ist zu sagen, er nimmt einen Teil seines Vermögens und investiert es eben in die Stadt zurück. Das sehe ich als positiv und ich glaube als fast einmalig. Und natürlich muss man auch sehen, dass nicht irgendwann mal der Name Orb nicht mehr da ist, sondern vielleicht ein anderer Name da steht. Strauß hat erkannt, dass wir mit die größte Unterhaltungsshow im deutschen Fernsehen sind mit Let's Dance. Wenn Große miteinander zusammengehen, kommt am Ende meist was Gutes dabei raus. Hier spricht ein Markenprofi über einen anderen Markenprofi. Das ist der Weltmarktführer in Berufsbekleidung, Textil. Also mehr geht auch weltweit nicht. Qualität und Marke stehen seit zig Jahrzehnten für sich. Wir haben also sehr viele Kollegen, die Strauß-Kleidung tragen. Also gerade so im handwerklichen Bereich. Lambi tanzen und Strauß Arbeitskleidung. Diese Kollaboration wirkt ausgefallen, spricht aber eine neue Zielgruppe an. Frauen von Handwerkertypen. Bad Orb und das Unternehmen Strauß verweben sich immer mehr. Die Bürger werden dadurch fast schon zu Markenbotschaftern. Viele sind ehrlich begeistert, manche aber halten sich vor der Kamera mit Kritik zurück am immer größer werdenden Einfluss der Strauß-Brüder. Es ist uns ja auch sehr wichtig, die Bevölkerung mitzunehmen bei unseren Gedanken, Ideen. Und insofern ist es auch eine Einladung und ein Signal an die Bürger von Bad Orb, dass wir hier gemeinsam Dinge bewegen möchten. Ich habe das Gefühl, dass wir für viele eine Identifikationsfigur sind, ohne es jetzt aktiv anzustreben, aber einfach, weil man uns hier für das schätzt, wie wir auftreten. Sich einzusetzen für Bad Orb, für einige scheint Henning Strauß dabei über das Ziel hinauszuschießen. Etwa mit einem offenen Brief, den er initiierte, gegen eine geplante Windkraftanlage. Und das sorgte über die Region hinaus für Kritik. Geld, Macht und Einfluss, das könnten Stichworte für ein Drehbuch sein, bei dem es um einen Streit geht, der gerade im beschaulichen Kurort Bad Orb tobt. Es geht um ein geplantes Windparkprojekt und einer der größten Gegner ist der Boss des großen Unternehmens Engelbert Strauß, der Ehrenbürger der Stadt ist. Bei dem Streit geht es um diesen Wald. Hier sollen eigentlich Windräder gebaut werden. Das ist schon lange genehmigt, doch Bad Orb und Henning Strauß haben hier andere Pläne. Waldbaden für Spa-Besucher. Diese Waldfläche ist in einem beachtenswert intakten Zustand, so wie sich jeder einen Wald wünscht. Das ist eine gute Mischung aus Nadel- und Laubwäldern, es sind alte Eichen, alte Buchen. Wir sind ja umgeben von Windrädern und können da auch sehr, sehr gut mit leben. Es ist einfach eine Frage, wo und gerade an diesem Standort gibt es für die
Stadt Bad Orb eben eine andere Perspektive, die wir bevorzugen. Wir tun ja als Unternehmen und auch ganz privat sehr, sehr viel für die Infrastruktur und die Neupositionierung dieser Kurstadt. Und da ist eben dieser Teil, das ist ein Eichenwald, ein wunderschöner Eichenwald, der auch schon Jahrzehnte für die Kur und zur Erholung genutzt wurde. Und den würden wir gerne genau in dieser Form erhalten. In einem offenen Brief spricht sich Henning Strauß gegen das Projekt aus, mit dem Bürgermeister der Stadt und dem Präsidenten der Eintracht als Unterzeichner. Ich habe also auch schon viele Leute gehört, die das genauso wie ich sehen. Und das ist also wirklich, er tritt hier so als Elon Musk von Bad Orb auf, ja, und versucht dann halt auch ohne Rücksicht dann seine Interessen durchzusetzen. Ja. Der Vorwurf der Kritiker: Hier kauft sich einer eine Stadt. Er nimmt politischen Einfluss, ob als Privatperson oder im Hintergrund wird ja nicht getrennt, ob das jetzt Strauß mit seiner Workwear-Firma ist oder ob das der Privatmann Henning Strauß ist, sondern für die Bürgerinnen und Bürger im Hintergrund ist es die Firma Strauß, die jetzt Einfluss nimmt auf die Frage, dürfen wir Windkraftanlagen bauen oder nicht. Henning Strauß sieht das anders. Er hat generell nichts gegen Windräder. Ich tue mir ja unglaublich schwer, überhaupt gegen was zu sein. Ich bin ja für Dinge. Das entspricht ja auch meiner Lebensphilosophie. Ich bin für Dinge. Und selbstverständlich bin ich für die Kurstadt und ich bin für die Neuerfindung dieser Stadt. Und es gibt viele Heilbäder in Deutschland, die nach den erfolgreichen 80er Jahren da in einem nicht ganz so guten Zustand sind. Als Mäzen, der auch öffentlich auftritt, sorgt er für Kritik. Aber es gibt auch andere Stimmen. Die Gäste hier, die beschweren sich oft über den Engelbert Strauß, ja, weil er so viel hier in Bad Orb tut. Und ich finde das sehr, sehr schön von Henning Strauß. Bad Orb liegt so ein bisschen im Dornröschenschlaf oder lag's die letzten Jahre, ja, weil wir wissen ja alle, dass es eine bekannte Kurstadt war. Und die goldenen Zeiten schon seit ein paar Jahrzehnten hinter sich hat die Stadt. Und von daher denke ich, ist für so eine chronisch klamme Gemeinde so ein großzügig scheinender Mäzen keine verkehrte Sache. Mittlerweile hat sich der Eintracht-Präsident vom offenen Brief distanziert. Henning Strauß bleibt dabei.